Bundesinnenministerin Nancy Faeser will das Waffenrecht verschärfen. Das kündigte die Ministerin kurz vor ihrem Besuch beim Bundesamt für Verfassungsschutz an, wo sie über die aktuelle Sicherheitslage in Deutschland sprach. Seit den Terrorangriffen der Hamas auf Israel gebe es einen drastischen Anstieg antisemitischer Straftaten, so Faeser. Allein im zweiten Quartal habe die Polizei 715 solcher Taten registriert, darunter 19 Gewalttaten. Die Innenministerin erwähnte auch die über 170 Angriffe auf Polizisten bei Demonstrationen in diesem Zusammenhang. Die Polizei müsse weiterhin hart durchgreifen. Auch der Schutz jüdischer und israelischer Einrichtungen sei weiterhin nötig. Der erst kürzlich verhinderte Terroranschlag auf Konzerte in Wien deute auf eine verschärfte Gefährdungslage in Deutschland hin. Auch unser Land steht im Fokus dschihadistischer Organisationen, vor allen Dingen des IS und seines aktuell gefährlichsten Ablegers ISPK, islamistische Terrororganisationen, aber auch sich oftmals weitgehend allein radikalisierende islamistische Einzeltäter sind eine jederzeit bestehende Gefahr. Unsere Sicherheitsbehörden haben auch in den letzten Monaten mehrfach frühzeitig zugeschlagen und Anschlagspläne dadurch verhindern können. Zahlreiche Terrorverdächtigen wurden festgenommen. Wir setzen alle Instrumente des Rechtsstaates ein, von nachrichtendienstlichen Beobachtungen bis hin zu intensiven Ermittlungen. Islamistische Terrorpropaganda bekämpfen wir konsequent. Das Bundeskriminalamt hat seit dem 7. Oktober 2023 fast 11.500 Löschersuchen an Online-Plattformen gerichtet, die überwiegend Terrorpropaganda der IS betrafen. Greta Wagner hat die Bundesinnenministerin in Köln begleitet. Greta, Nancy Faeser spricht von einer schwerwiegenden Bedrohungslage. Mit welchen Mitteln möchte sie denn dieser Bedrohung begegnen? Ja, auch Nancy Faeser hat heute noch einmal betont, dass die Mittel, die aktuell den Sicherheitsbehörden vorliegen, einfach zu wenig sind. Wenn wir noch mal zurückblicken auf das, was in Österreich, in Wien passiert ist, das Taylor Swift-Konzert, was abgesagt wurde, wo noch ein Terroranschlag, Gott sei Dank, vereitelt werden konnte, wo 3 mutmaßliche Terroristen festgenommen werden konnte. Auch da kam der Hinweis wieder aus dem Ausland von ausländischen Sicherheitsbehörden, weil die einfach viel mehr Mittel haben. Und auch wir in Deutschland sind immer wieder darauf angewiesen, dass wir Hinweise aus dem Ausland bekommen. Da hat auch Nancy Faeser heute gesagt, dass das ja super ist, dass diese Zusammenarbeit wirklich so gut läuft, aber dass es ja auch so sein muss, dass wir auch ähnlich gut arbeiten können wie die Sicherheitsbehörden aus dem Ausland, dass man da nicht ständig auf Hinweise aus dem Ausland angewiesen ist. Und sie wirbt dafür, dass man diese Mittel einfach erweitert. Und ich hatte auch die Möglichkeit, noch einmal mit dem Vizepräsidenten des Bundesamtes für Verfassungsschutz heute zu reden. Und auch er hat gesagt, dass man natürlich einen Besteckkasten hat, so hatte er es gesagt, den man dann immer wieder anwendet, um eben Gefährder zu identifizieren und um denen auf die Schliche zu kommen. Aber gerade was im Internet passiert, wenn sich Menschen dort radikalisieren, da sind einfach vor allem den Verfassungsschutzbehörden die Hände gebunden, weil sie dort nicht weiterhin eingreifen können, weiter reingehen können. Das ist einfach gesetzlich nicht erlaubt. Und deshalb hat er auch noch einmal gesagt, dass auch gerade der Vorschlag von Nancy Faeser mit der KI-Software-Gesichtserkennung wirklich gut wäre, um da die Sachen zu erweitern, dass der Besteckkasten, so wie er es gesagt hatte, einfach erweitert werden könnte und dass das eine Sache wäre, die den Sicherheitsbehörden sehr helfen würden, gerade für terroristische Gefährder im Netz, um die besser identifizieren zu können. Da muss Frau Faeser nur noch den Weg dafür freimachen. Greta, vielen Dank für diese Einordnung aus Köln. Dankeschön.